Hallo allerseits, einen schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Sendung, zu einer weiteren Videoübertragung von Neues Leben Yeni Hayat. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu, ein tragisches Jahr, ein auch sehr schweres Jahr. Gegen Jahresende hat man das Gefühl, die Situation beruhigt sich ein bisschen, aber der Schein trügt. Deswegen wollen wir die Sendung nutzen, um einen Blick zurückzuwerfen und das Jahr auszuwerten und auch zu sehen, was erwartet uns denn jetzt im neuen Jahr, was kommt da auf uns zu. Und das wollen wir auf zwei Perspektiven machen. Zum einen im Hinblick auf die massive Aufrüstung und Militarisierung Deutschlands durch die deutsche Bundesregierung und auf der anderen Seite im Hinblick auf die sozialen Proteste und die zunehmend erschwerten Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werktätigen. Und darüber wollen wir mit zwei Gästen sprechen. Zu einem mit Sidat Schalman. Sie ist zum einen im Bundesvorstand der DIDIF und gleichzeitig stellvertretende Geschäftsführung der Verdi in Stuttgart. Herzlich willkommen, Sidat, schön, dass du da bist. Dann mit Tobias Flüger. Tobias Flüger ist uns auch aus dem Süden zugeschaltet. Er war bis letztes Jahr noch Bundestagsabgeordneter für die Linke und ist vor allem jahrzehntelanger Friedensaktivist und auch im Vorstand und Mitbegründer der IMI, der Informationsstelle für Militarisierung. Herzlich willkommen auch Tobias. Schön, dass du da bist. Hallo. Tobias, am 24. Februar diesen Jahres hat die russische Armee die Ukraine angegriffen. Nur 3 Tage später hat der Bundeskanzler Olaf Scholz ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt, das auch im Grundgesetz verankert werden soll. Zudem sollen 2% des Bruttoinlandsprodukts für den Verteidigungshaushalt ausgegeben werden. Olaf Scholz sprach damals von einer Zeitenwende. Das Wort ist auch kürzlich als Wort des Jahres gekürt worden. Was von diesen Entwicklungen markiert denn wirklich so einen Wendepunkt und was davon hat sich vielleicht auch schon vorher angekündigt? Also der Haushalt für die Verteidigung hat sich ja schon die Jahre davor kontinuierlich erhöht oder wurde erhöht. Nicht passiv. Ja, im Grunde genommen war es so, dass ja schon das eine sehr besondere Geschichte war. 3 Tage nach Kriegsbeginn gibt es eine Regierungserklärung von Olaf Scholz und innerhalb dieser Regierungserklärung ist es dann so, dass das zentrale Moment ist, dass 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgegeben werden sollen und das Ganze dann noch quasi ins Grundgesetz reingeschrieben werden soll, um die Schuldengrenze zu umgehen, was ja heißt, im Grunde genommen, man macht quasi extra Schulden, und zwar 100 Milliarden. Und was für mich faszinierend tatsächlich diese Rüstungsprojekte, die im Rahmen dieses 100 Milliarden Euro Aufrüstungsprogramms geplant sind, die kenne ich praktisch alle. Die waren alle vorher schon in den Schubladen und es war so, dass man im Grunde genommen damals die nicht durchfinanziert bekommen hat und jetzt die Gelegenheit genutzt hat, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, völkerrechtswidrig, und man quasi diese Stimmung, die da war, da muss doch was getan werden, jetzt nutzt, um quasi einen Aufrüstungskurs zu betreiben. Bei mir ist Tobias gerade kurz in Zukunft quasi das Ziel von 2% erreicht werden soll ab dem Jahr, jetzt dem kommenden Jahr 2023. Und das wird man am Anfang mit den 100 Milliarden machen und ab 2026 werden dann nochmal ungefähr 35 Milliarden zusätzlich in den Militärhaushalt gesteckt. Also insofern
ist es so, dass man eigentlich ganz brutal die Situation nutzt, um einen Aufrüstungskurs, der geplant war, jetzt quasi ohne, dass es ernsthaften Widerstand gibt, durchführen zu können. Wenn irgendjemand behauptet, es würde jemandem in der Ukraine helfen, ist das völliger Unsinn, weil klar ist, das, was jetzt passiert, sind Waffen, die angeschafft werden für zukünftige Kriege und für die Kriegsfähigkeit. Und was immer wichtig ist, ist, alles, was angeschafft wird, soll auch exportiert werden. Das heißt, es wird nochmal einen Riesenschub bei den Rüstungsexporten geben. Und insofern, ja, das ist ein Wendepunkt, der da passiert ist. Ein Wendepunkt zur Aufrüstung. Und dann kommt halt dazu, dass jetzt Olaf Scholz, Lars Klingbeil, Annalena Baerbock und Co. entsprechende Reden ja halten, wo sie Deutschland als führende Weltmacht etablieren wollen. Und Lars Klingbeil hat es ja am brutalsten ausgedrückt, 80 Jahre der Zurückhaltung seien genug. Und das bedeutet jetzt, dass in die Vollen gegangen wird im Militärbereich und man geopolitisch die zweitwichtigste westliche Macht werden will. Und der Ukraine-Krieg war dafür quasi der Vorwand. Und wir haben die Gemengelage, dass in der Bevölkerung logischerweise Menschen in der Ukraine geholfen werden, dass den Menschen dort geholfen werden will. Aber was jetzt passiert, ist Aufrüstung. Und wir werden sehen, dass das zurückschlägt auf den ganzen Bereich quasi Sozialausgaben. Das hat ja die Außenministerin Annalena Baerbock auch noch gleich angekündigt auf dem Grünen Parteitag, dass sie nicht noch mehr sozial und das ist die Gemengelage, vor der wir stehen. Insofern, ja, das ist eine Zeitenwende auf eine heftigere Aufrüstung als vorher. Du hast es gerade schon angesprochen. Also zum einen sagst du, die Pläne gibt es schon lange, die lagen in der Schublade. Man hat nur irgendwie den Moment abgewartet, sie dann auch durchzuführen. Zum anderen treten aber die Grünen in dieser massiven Aufrüstung auch besonders in Vordergrund, also in ihrem auch eskalativen Forderungen auftreten. Was für eine Rolle spielen die bei dieser ganzen Entwicklung? Also SPD und auch Angela Merkel, also die CDU, haben ja vorher eher doch auch einen anderen Kurs mit Russland gefahren. Ja. Ja, das Interessante ist ja, dass man jetzt quasi völlig klar innerhalb der gesamten Regierungskoalition plus CDU, CSU einfach ein klares neues Feindbild hat. Und die Schwierigkeit natürlich darin besteht, das, was Russland da macht, nämlich einen Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig und der immer noch weiter durchgeführt wird, ist natürlich ganz klar zu verurteilen. Heißt aber natürlich nicht, dass plötzlich das westliche Militärbündnis, die NATO oder die Bundeswehr plötzlich gut sind, wie die so tun. Und ich sage immer, dadurch, dass jetzt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, macht die NATO nicht besser und macht die Bundeswehr nicht besser. Die NATO bleibt ein Kriegsführungsbündnis und die Bundeswehr ist dazu da, quasi zukünftige Kriege vorzubereiten. Und das ist eben eine ganz schwierige. Okay, bisher ist Tobias ja immer wieder zurückgekehrt, deswegen warten wir mal, ob wir ihn gleich wieder hören. Tobias, bist du wieder da? Du warst kurz weg. Ich weiß nicht, wo ich rausgeflogen bin. Ja, du bist zweimal raus und wieder rein. Vielleicht magst du einfach noch deine letzten 2 Sätze wiederholen. So lange war das nicht. Hörst du mich? Jetzt höre ich ja. Jetzt höre ich es wieder. Okay, wir versuchen es einfach
mal weiter. Wir gucken mal später. Ich stelle mal eine Frage an Siddharth, ob da unsere Verbindung besser ist. Siddharth, Tobias hat es eben auch schon gesagt, das Sondervermögen ist ja im Prinzip nicht ein Vermögen, was irgendwie da liegt, was jetzt angeknapst wird, sondern es sind Schulden, die aufgenommen werden. Und das Geld dafür werden in Zukunft die Werktätigen zahlen mit einer verstärkten Austeritätspolitik. Nicht umsonst haben deswegen Politiker auch schon Mitte des Jahres soziale Proteste angekündigt. Es wurde allerorts von einem heißen Herbst gesprochen. Der hat sich jetzt, würde ich sagen, nicht so verwirklicht oder bewahrheitet, aber irgendwie eine Antwort der Werktätigen hat es gegeben. Wie sah denn die aus? Also was ist hier im letzten Herbst passiert? Genau, also ich kann Tobias auf jeden Fall zustimmen. Ich finde auch, die Zeitenwende ist oder markiert keinen Neuanfang. Ich fand es auch nochmal beeindruckend von dir, Tobias, dass du auch bestätigen kannst oder dass viele Pläne tatsächlich dir bekannt waren. Und ich kann das nur doppelt und dreifach, vielfach unterschreiben, dass hier die Regierenden den Krieg in Ukraine, den Angriffskrieg auf die Ukraine als günstige Gelegenheit eben auch genutzt haben, um die Militarisierung und damit eben auch die Aufrüstung hochzupushen. Und vor allem ein wichtiger Moment ist hierbei, dass auch Deutschland da sich positioniert, auch zukünftig aktiver in Konflikten kriegerisch mitzumischen. Also ich denke, das ist schon auf jeden Fall ein sehr geheurer Rahmen, der natürlich eben auch auf die Beschäftigten, aber auch auf breite Teile der Bevölkerung natürlich gewirkt hat. Sowohl was die friedenspolitischen Positionen anging, die wir in den Gewerkschaften ja seit Monaten oder innerhalb der Gewerkschaften ja durch und durch diskutieren und auch einen Streit austragen tatsächlich in den Fragen, wie die Position grundsätzlich zum Frieden ist. Zweitens natürlich eben auch bezüglich den Maßnahmen der Regierung. Tobias hat das ja gesagt, mit den 100 Milliarden Sonderschulden, muss man ja korrekterweise sagen. Dann die dauerhafte Verankerung der Verteidigungsausgaben auf 2%, diese Zielvorgabe der NATO. Und dann, und das wurde ja wahnsinnig tabuisiert, eben auch die Frage der Sanktionen, die ja unmittelbar und direkt auch Folgen und Auswirkungen auf die Beschäftigten, Lohnabhängigen, aber auf die breiten Teile der Bevölkerung auch hatte. Also insofern, aus Sicht also um auf die Frage nochmal zu kommen, mit welchen Erwartungen, was waren denn die Erwartungen hinter dem Motto solidarischer heißer Herbst, war ja einmal das Kriegsgeschehen als im Rahmen, aber natürlich eben auch die Erfahrungen der Beschäftigten und der breiten Teil der Bevölkerung, dass eine Regierung kurzerhand irgendwie 100 Milliarden Euro frei hatte und das auch nochmal am Haushalt vorbei für Aufrüstung und für Aufrüstung. Zumal es ja an vielen anderen Stellen ja tatsächlich gefehlt hat. Und das war ja im Grunde auch die große Lehre der Corona-Pandemie, wo wir im Grunde alle ja sehen konnten, in welchem verheerenden Zustand beispielsweise das Gesundheitssystem ist und wie wichtig und überlebenswichtig ein gut ausfinanziertes Krankheitssystem, aber auch ein Krankheitssystem mit gutem und ausreichendem Pflegepersonal ist. Das alles waren natürlich mit Triebkräfte, die die Erwartungen erfüllt haben und nicht zuletzt natürlich im Zuge der Sanktionen als eine der Maßnahmen mit Blick auf den Krieg mit den Sanktionen eben auch die Inflation wahnsinnig befeuert wurde. Vor allem auch durch die Preissteigerung für Energie, vor allem auch für Erdgas, hat die Inflation ja vehement und so krass explodieren lassen. Und das hatte unmittelbar auch natürlich eine Frage des Überlebens, des Einkommens, der Löhne auch nochmal aufgeworfen. Das waren, glaube ich, so die Erwartungen, die Themen Krieg, dann Aufrüstung, Sondervermögen und dann natürlich die steigenden Inflationsraten. Also wenn man bedenkt, dass wir heute noch über bei 10% liegen. Jetzt kam noch mal eine Zahl, dass im dritten Quartal 2022, also in diesem Jahr im dritten Quartal, die Inflationsrate noch mal um 5,7 gestiegen ist.
und die 10%-Marke im Grunde auch nochmal den höchsten Wert bei der Inflation der letzten 70 Jahre markiert, kann man, glaube ich, merken, mit welchen Last eben auch die Beschäftigten und breite Teile der Bevölkerung eben auch belastet waren. Das waren die Erwartungen im Zuge auf den heißen Herbst, verbunden natürlich auch mit den Tarifrunden bei der IG Metall. Ne? Also da hat man das erwartet. Unterm Strich, glaube ich, ist es, muss man sagen, dass die Proteste im Herbst unter den Erwartungen lagen. Während gleichzeitig aber es viele Gründe ja gab, berechtigte Gründe ja gab, also vor allem für die Friedensbewegung, da nochmal irgendwie mobilisierungsfähiger zu werden, die Stimmen für Frieden und für Abrüstung zu fordern. Auch aus Sicht der Gewerkschaften gab es viele Gründe, sich gegen das Schuldenprogramm der Regierung, gegen die Preissteigerung zu positionieren. Also in vielen Bereichen gab es wichtige und gute Gründe, den Protest zu organisieren. Unterm Strich war die Mobilisierungsfähigkeit aber tatsächlich unter den Erwartungen. Du hast es, glaube ich, lauwarm gesagt. Das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen, hat auch unterschiedliche Gründe, die man natürlich diskutieren muss, die auch aus meiner Sicht nicht abschließend wären. Also ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist diese Kriegsrhetorik gewesen. Man hat ja, also wenn ich nochmal zurückdenke, in den ersten Monaten, also jede Kritik an den an Maßnahmen, also an dem Sondervermögen, die Forderung, keine Waffenlieferung in die Ukraine, das konnte man gar nicht mal aussprechen. Also das war ja ein Tabu. Man wurde auch sofort kriminalisiert oder auf die Seite des Angreifers, also von Putin sozusagen hingestellt. Ich glaube, das und auch vor allem die Waffenlieferungen wurden ja auch als einzigstes Mittel, um überhaupt den Frieden herzuführen, auch dargestellt. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, hat auch vielleicht bei vielen Menschen eben auch nochmal dazu geführt, doch nicht auf die Straße zu gehen. Diese Diskussion um die Waffenlieferung hat auch innerhalb der Friedensbewegung natürlich zu viel Streit geführt. Mit der Folge, ich denke da an den Aktionstag am 1. Oktober, wo ja der Konflikt untereinander, die Auswertung oder die Analyse, die ideologische Analyse zu den Gründen des Krieges eben auch nochmal unterschiedlich kontrovers diskutiert wurde. Es auch keinen gemeinsamen Nenner gab. Das heißt, die Uneinheit, der Streit, auch der ideologische Streit hat da, glaube ich, auch die Friedensbewegung insgesamt auch geschwächt, da die Gelegenheit zu nutzen, sozusagen mit vereinter Kraft sich gegen diesen Krieg und gegen die Aufrüstung zu stellen. Aus gewerkschaftlicher Sicht war das einmal die Diskussion in den Sanktionen, die innerhalb der Gewerkschaften zu Streit geführt hat, aber auch natürlich diese konzentrierte Aktion und der Appell der Regierung, dadurch moderat unterwegs zu sein und keine hohen Lohnforderungen zu fordern, war mit eine Bremse, vermute ich. Und abschließend aus Sicht der Lohnabhängigen muss man einfach auch dieses Jahr feststellen, also dort, wo sie am aktivsten, am kämpferischsten auf den Straßen waren auch dieses Jahr die Tarifrunden. Und ich finde, da haben die Beschäftigten auf jeden Fall gerade bei der IG Metall beeindruckend gezeigt, mit welchem Potenzial, mit welcher Kampfkraft sie bereit sind, zumindest diesen Inflationsausgleich für sich einzufordern, haben sie auf jeden Fall sehr beeindruckend gezeigt. Aber dieses Verbindende, dieses gemeinsam, also als Gewerkschaften und Friedensbewegung sozusagen zusammen innerhalb einer sozialen Bewegung aktiv werden oder zusammen handeln, das hat tatsächlich, glaube ich, mit ein Grund geliefert, nicht stark zu sein. Und dann muss man natürlich auch sagen, vielleicht mache ich mich da unbeliebt, ich denke auch aus Sicht fortschrittlicher und kämpferischer Kräfte muss man, glaube ich, auch sich eingestehen, dass auch unsere eigene Mobilisierungsfähigkeit auch schwach war. Das, glaube ich, muss man einfach auch nochmal mit anführen. Vielleicht auch da weitergehend an dich die Frage, Tobias Al-Sidar hat es eben auch angesprochen, die Friedensbewegung war aus meiner Sicht sogar weitestgehend gar nicht vorhanden. Dort, wo es Bewegung, wo es Protest gab, war die Bewegung gespalten.
in der Friedensfrage beziehungsweise in der Frage nach den Waffenlieferungen. Auch die Partei Die Linke hat sich in dieser Frage gespalten. Letztendlich die letzte Partei, zumindest im Bundestag, die letzte Friedenspartei im Bundestag, die uns geblieben war. Woran liegt das? Also was scheint in diesem Moment, in diesem Krieg, diese Frage so schwierig zu machen in der linken Bewegung? Naja, analytisch ist es so, dass es nicht der übliche quasi Aggressor war, nämlich die USA. Und in dem Fall eben völlig klar auch ist, dass Russland der Aggressor ist. Und man muss sich einfach eingestehen, dass es eine Reihe von Akteuren gibt, die damit Schwierigkeiten hatten, das in der Form einfach festzustellen. Und ich sage immer, es gibt quasi zwei Fehler, die man machen kann als Friedensbewegung und Linke in Bezug auf diesen Krieg. Nämlich der erste, dass man nicht klar benennt, dass Russland der Aggressor ist und dass Russland. Das muss benannt werden, das ist so, das ist also auch analytisch eigentlich völlig klar. Und der zweite Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass dann einfach nicht mehr die Rolle der NATO und der Bundeswehr benannt wird. Und so wie es klar ist, dass man Russland als Aggressor benennen muss, ist es auch klar, dass, wenn man quasi zurückgeht, dass natürlich dieser Krieg eine Vorgeschichte hat und da ist die NATO-Osterweiterung ganz wesentlich und da ist der Kampf damals um das EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine sehr wichtig. Und es muss beides benannt werden. Und das ist sehr häufig so, dass das nicht gelingt. Und der Punkt, wo ich frustriert bin über die Debatten, ist, dass wir es nicht verankern konnten, dass Waffen immer eine Eigendynamik haben. Das heißt, wenn Waffen geliefert werden, ist selbstverständlich, dass die eine Kriegssituation verschärfen werden und dass die dann überall innerhalb dieses Krieges und außerhalb dieses Krieges wiederzufinden sind. Wir haben ja die entsprechenden Meldungen, dass Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden, in Finnland gehandelt wurden. Aber genau das ist was, diese Erkenntnis, und wenn man quasi sich, Sida hat es ja genau beschrieben, wenn man sich quasi gegen Waffenlieferungen ausspricht, was ich für eine Selbstverständlichkeit halte, ist es so, dass man quasi ja angeguckt wird, wie wenn man den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht helfen wollen würde. Es ist aber nur einfach so, dass eine reale Hilfe und ein Kriegsende wäre. Und die Regierenden hierzulande ja irgendwann entschieden haben, dass sie die Ukraine dazu bringen wollen, zu siegen. Und da ist meine Frage immer, wie will man gegen eine Atommacht Russland gewinnen? Ich sehe das nicht. Und das macht auch diese Gefährlichkeit dieses Konfliktes aus, dass da inzwischen eben die westlichen Staaten und da auch nicht unwesentlich die Bundesregierung auf einen Sieg der Ukraine in Anführungszeichen setzt. Und da müssen wir einfach klipp und klar machen als Friedensbewegung, als Linke, als Gewerkschaften, ein solcher Sieg würde eben enorme und wird enorme soziale Verwerfungen bedeuten und wird bedeuten, dass das ein sehr, sehr langer Konflikt sein wird und entsprechende Rückwirkungen hat. Und ja, da ist halt der Punkt, dass ich tatsächlich auch überlege, warum es so leicht war, quasi für Waffenlieferungen eine Stimmung zu bekommen und dass kaum dieses Sondervermögen geredet wird, was halt einfach der größte Aufrüstungsschub der gesamten Bundesrepublik ist. Also seit den 50er Jahren gab es nie einen solchen Aufrüstungsschub. Nichtsdestotrotz ja die Militärhaushalte die Zeit immer gestiegen sind. Und da ist so, das haben wir versucht ja immer zu vermitteln,
Es wird aufgerüstet und dann haben sie immer zurückgewiesen, nein, sie würden nur ausrüsten. Und dieser Mythos der Bundeswehr, die angeblich nicht funktioniert, da kann ich nur sagen, ich habe Einheiten besucht, die haben alles gehabt, was sie wollten, wie das Kommando Spezialkräfte und andere zentrale Einheiten. Das ist einfach ein Mythos, dass die Bundeswehr quasi da nicht funktionieren würde, sondern die Bundeswehr ist zweigeteilt. Es gibt die Einheiten, die man einsetzt, und es gibt die Einheiten, die nicht so zentral sind. Und entsprechend schafft man den Mythos quasi einer Bundeswehr, die angeblich nicht funktionieren würde. Und da hat aber viel damit zu tun, dass einfach die Rüstungsindustrie sich alles zweimal, dreimal bezahlen lässt und trotzdem nicht richtig abliefert. Und wenn man das quasi mit Vergleichen von anderen Staaten innerhalb zum Beispiel der Europäischen Union, ist so, dass zum Beispiel jetzt diese F-35, die Bundeswehr für die nukleare Teilhabe, also für die US-amerikanischen Atombomben anschafft, da zahlt die Bundeswehr ungefähr das 1,5- bis 2-fache der Schweiz, die diese auch anschaffen. Und sie sind halt einfach zu blöd, quasi da entsprechende Preise rauszuhandeln. Und dann heißt es ja, da braucht halt diese unglaublichen Milliarden dafür. Und das zeigt halt einfach, diese Rüstungsindustrie, insbesondere die in Deutschland ansässig ist, ist unglaublich gefräßig und kriegt halt quasi den Rand nicht voll. Und der wird jetzt gestopft. Orte stattfinden. Und genau, das ist eine Dynamik, wo wir einfach... Du hast gerade gestopft, sage ich schon. Dein Ton war gerade gestoppt, als du sagtest, die kriegen ihr Maul nicht voll genug. Deswegen sage ich gestopft oder nicht genau. voll gestopft oder sowas sagtest du. Ja. Genau, die Rüstungsindustrie kassiert einfach sowohl die Entwicklung, die Erprobung, als auch nachher sie die neue Entwicklung bezahlen und lassen sich den Kauf bezahlen. Das ist eine unglaubliche Geldmaschine, die da läuft. Und diese Rüstungsindustrie hat jetzt eine höhere Akzeptanz als vorher aufgrund des Ukraine-Kriegs. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Geschichte. Ja, jetzt bist du gerade wieder weg, falls du mich hörst. Hier ist Ton und Bild gestoppt. Bin ich noch da? Jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Ja, du warst kurz eine halbe Minute weg. Also, du sagst im Prinzip fehlt die richtige Analyse dieser Situation, dieses Konflikts, dieses Krieges und der Interessen, die da die Rolle spielen, und letztendlich eine starke Linke, die das aufdeckt oder die diese Analyse als Alternative des gängigen Narrativs sozusagen bietet. Damit meine ich die gesamte Linke, natürlich auch die Partei, aber eben auch eine starke Friedensbewegung. Und Sida, du sagtest, wenn ich dich richtig verstanden habe, also die schwache Friedensbewegung hat sich auch ausgewirkt auf die sozialen Proteste, die schwach ausgefallen sind. Das macht Sinn, weil ja auch natürlich die soziale Situation sehr stark mit dem Krieg verknüpft ist. Also man kann das eigentlich gar nicht voneinander trennen. Was brauchen wir denn dann im nächsten Jahr als Linke? Also was gilt es da voranzutreiben, beziehungsweise auch was erwartet uns noch? Worauf müssen wir uns einstellen, wo wir dann Widerstand leisten müssen? Die Frage geht an mich. Vielleicht nacheinander einfach. Du kannst ja auch noch mal eingehen. Du kannst ja auch wahrscheinlich noch was dazu sagen, was uns im nächsten Jahr also an Arbeitskämpfen erwartet oder was wir davon auch erhoffen können. Klar. Okay, ich habe es akustisch nicht verstanden, aber ich bin dran. Okay, gut. Genau.
Ich habe letztens eine Studie gelesen, also was heißt gelesen? Ich habe sie überflogen und da ging es um eine Jugendstudie, wo Jugendliche repräsentativ befragt worden sind, wie sie das Jahr bewerten oder mit Blick auf die Zukunft, was denn ihre Themen sind. Und tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der befragten Jugendlichen, weit über 50%, den Krieg, den Angst oder die Sorge um den Krieg und den Folgen an erster Stelle benannt haben. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ergebnis, ein tragisches Ergebnis, aber was ich damit sagen will, der Krieg, das Thema Militarisierung wird auch im nächsten Jahr, aber auch in den nächsten Jahren uns zunehmend beschäftigen. Das heißt, da wird es für uns auf jeden Fall nochmal einen ganz wichtigen Feld geben, aber auch wichtige Aufgaben, vorneweg die Friedensstimmen, aber auch die Antikriegs- und Antimilitarisierungshaltung nicht nur zu halten, sondern in die Breite zu gehen und wenn es ja auch mehr Räume zu schaffen, um zu diskutieren, also auch wirklich in die Position zu gehen, aber wir kommen einfach nicht drum herum, da die Friedensbewegung zu stärken, verbunden aber mit einer sehr klaren Haltung. Die werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr noch haben. Inwieweit die Friedensbewegung sich dazu positionieren wird, inwieweit auch die internen Uneinigkeiten sich da zeigen werden, das kann ich jetzt nicht abschätzen, das können andere viel besser, die eine bessere Einsicht haben, aber ich finde, das ist mitunter eine große Aufgabe, eine wichtige Aufgabe. Natürlich sind die Folgen der Sanktionen und aber auch des Krieges und der Inflation auch im nächsten Jahr noch relevant, wenn nicht sogar mehr. Genau, also man muss ja sagen, dass in diesem Jahr haben die Entlastungspakete vermutlich oder offenbar auch dazu geführt, dass der Protest oder auch die Wut bei vielen Menschen eben auch dies gedämpft hat und vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Denke bestärkt hat, ach, noch geht's ja, also es ist zwar alles schwierig, ich kann nichts mehr sparen, aber noch braucht es nicht irgendwie auf die Straße zu gehen. Das wird sich im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich und mit fast aller Sicherheit verändern, wenn die Folgen auch der teuren, also der explodierenden Energiepreise auch dann spürbar in den Taschen und Geldbeuteln der Menschen sich zeigen wird. Also insofern glaube ich, dass es da auf jeden Fall Anzeichen gibt für weitere Kämpfe gegen Preisexplosion und Preissteigerungen. Die Frage der Einkommen und der Frage, von was kann ich leben und menschenwürdig leben, ist ja die zentrale Frage auch der Gewerkschaften. Und wir haben im nächsten Jahr auch wieder Tarifrunden, die insgesamt knapp 11 Millionen Beschäftigte tangiert und umschließt. Vorneweg die Tarifrunde im öffentlichen Dienst, die ja läuft. Wir gehen mit 10,5%, mindestens aber 500 € in die Verhandlungen und haben uns da schon auf frühe Arbeitskampfmaßnahmen für Streiks eben auch positioniert. Ich kann sagen, ich war in den letzten Wochen auch viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Bezirk, im Klinikum, beim Landratsamt beispielsweise und komme da auch sehr oft ins Gespräch. Und das große Thema ist die Inflation. Also das große Grübeln, was mache ich eigentlich mit den steigenden Preisen? Ich kann es mir nicht mehr bezahlen. Also es sind wirklich Existenzfragen, auf die wir uns einstellen. Genau, bei der Post beispielsweise, finde ich, haben wir eine sehr hohe Hausnummer, was die Forderung angeht. Mit 15% werden wir dort in die Tarifauseinandersetzung gehen. Im Januar wird es die ersten Verhandlungen geben und das Stimmungsbild ist so, dass es auch da sehr frühzeitig, schon im Frühjahr, zu größeren Streikbewegungen kommen wird. Und so kann man das aneinanderreihen. Der Einzelhandel, der natürlich sowohl in der Corona-Pandemie als auch jetzt sehr stark betroffen ist. Wir haben durch und durch, also bis 70-80% Niedriglöhne in dem Bereich. Da stellt sich die Frage nach Löhnen, nach existenziellen Löhnen ganz anders dar als bei dem Metallarbeiter. Und da wird es auf jeden Fall auch nochmal größere Kämpfe geben. Insofern gibt es aus Sicht der Gewerkschaften, uns Gewerkschaften da viele Aufgaben, auf die wir uns hinstellen müssen, die wir aber auch politisch verknüpfen müssen. Ich glaube, ein zentrales Thema wird natürlich, den Reallohn auszugleichen, nicht nur abzumildern, sondern auszugleichen. Das ist die klare Haltung auch der Mitglieder und der Beschäftigten, die auf jeden Fall auch eine sehr hohe Aktions- und Kampfbereitschaft während der Befragung gezeigt haben.
glaube ich, wichtig ist, dass wir hier auch nochmal auch aufklären, aber auch nochmal einen Protest oder weitere Felder, Protestfelder oder Felder nochmal erweitern, da nochmal politisch nochmal tätig zu werden. Und die zentrale Frage wird natürlich sein, schaffen wir es oder sind wir bereit als Gewerkschaften innerhalb der sozialen Bewegungen wieder ein dynamisches, ja, ein starker Partner, ein dynamisches Zentrum auch zu sein. Genau. Also es gibt viele Gründe, Zuversicht und ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall viele Proteste im nächsten Jahr geben wird, auf die wir uns vorbereiten und aufstellen müssen. Auch an dich vielleicht nochmal die Frage, Tobias. Es ist schön, wenn du das so... Ja. Wenn ich so optimistisch... Ich freue mich, wenn die Zita das so positiv formuliert. Das Zentrale ist, dass wir die Friedensfrage mit der sozialen Frage verbunden kriegen. Das ist das ganz Zentrale, weil es ist, ich meine, Annalena Baerbock hat ja aus Versehen die Vorlage geliefert auf dem Grünen Parteitag mit der Aussage, dass deshalb Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien notwendig seien, weil es a. ein europäisches Projekt sei und b. weil man nicht noch mehr Sozialkürzungen haben wolle. Und ich finde, das ist eine klare Aussage. Also es wird aufgerüstet und das wird natürlich entsprechend die Folgen spätestens 2026 im Gesamtbundeshaushalt haben, weil dann das 2%-Ziel ohne das Sondervermögen erreicht werden soll. Und das bedeutet, dass dort nochmal ungefähr 35, wenn nicht 40 Milliarden, Institut der deutschen Wirtschaft spricht von 40 Milliarden, die zusätzlich quasi für den Militärhaushalt benötigt würden, in Anführungszeichen. Und dann ist doch völlig klar, dass dann entsprechend quasi im sozialen Bereich gekürzt wird. Und genau die Punkte, die sie da gerade eben angesprochen hat, die Inflation, die Energiepreise, das Ganze schlägt auf die Mieten und die Nebenkosten bei den ganzen normalen Menschen völlig rein. Und jetzt kommen ja die ersten Gasrechnungen rein. Also es kann jetzt keiner mehr quasi sagen, geht mich nichts an. Das Problem ist, dass quasi das verkürzt so formuliert wird, ja, da sei ja Putin dran schuld. Nein, sondern es ist die Also, Tobias, falls du uns hörst, nicht Putin ist dran schuld. Das müssen wir entsprechend thematisieren. Tobias, es hat wieder also meine zentrale Formulierung ist es ist die Reaktion der Bundesregierung auf den Krieg, die quasi schuld ist an dem, wie Energiepreise, Inflation und dann durchschlagen quasi die Mieten und so weiter, die ganzen Kosten nach oben gehen. Und das muss man einfach klar benennen. Sie könnten auch anders darauf reagieren, tun sie aber nicht, sondern es wird so reagiert, wie sie es gerade tun. Und ihre Priorität ist Aufrüstung und nicht quasi, dass den in Anführungszeichen normalen Menschen geholfen wird. Und genau das müssen wir in aller Schärfe thematisieren und das Bündnis, was Sie da gerade beschrieben haben, wieder hinbekommen, dass wir gemeinsam Gewerkschaften, gerne auch der ganze kirchliche Bereich, sehr deutlich gegen diese Aufrüstung Stellung nehmen, weil die gleichzeitig Sozialabbau bedeutet. Und wir wissen ja, dass sowohl im Bereich der Kirchen als auch der Gewerkschaften die Debatten da heftig am Laufen sind. Und da müssen wir die Kräfte stärken, die klipp und klar formulieren, dass Aufrüstung zu Sozialabbau führt. Da sind die Äußerungen von Frank Wernicke, glaube ich, ein guter Anknüpfungspunkt, um da weiterzumachen, weil er das am deutlichsten innerhalb der Gewerkschaften formuliert hat. Ja, also... Man darf auch nicht vergessen, also auch was in Europa, auch international passiert an Kämpfen. Ne? Also kann man jetzt nicht aufmachen, aber wenn ich an Großbritannien jetzt rüberschaue,
also beeindruckend, seit wie vielen Monaten da es ja eine riesengroße, eine massenhafte Streikbewegung gibt, nicht anders in anderen Ländern. In Italien beispielsweise, wo auch natürlich gezielt oder explizit Proteste oder Streiks auch gegen Krieg auch oder Aufrüstung geführt werden. Und auch ein anderer Anlass, aber auch im Iran beispielsweise, ne, nach dem tragischen oder brutalen Mord an Mahsa Amini, wie da die Frauenproteste und die Frauenbewegung da wirklich sich, ja, wie sie gewachsen ist zu einem großen gesamtgesellschaftlichen Protest gegen gegen ein unterdrückendes Regime, gegen ein reaktionäres Regime, zeigt im Grunde, dass die Folgen dass die Folgen dieser Politik der Regierenden, der Herrschenden nicht spurlos an den Menschen vorbeigeht, sondern es sickert. Manchmal wünscht man sich eine schnellere Reaktion oder einen Protest, aber es sickert und führt eben auch zu Aufständen, zu Protesten. Und gerade auch die Bewegung im Iran, die ja auch über die Grenzen hinweg, ja international auch zu viel Zustimmung und auch Solidarität gewonnen hat. Das ist das Werk der Protestierenden selbst dort im Iran. Ja. Also das letzte Jahr war geprägt von Inflation, Sozialabbau, Aufrüstung und Krieg. Und das war, ihr habt es beide gesagt, dieses Jahr nicht der Anfang, sondern eine Fortführung letztendlich von Entwicklungen und einer Politik schon der letzten Jahre. Aber sie haben dieses Jahr eine gewisse Schwelle überschritten in Bezug auf die Geschwindigkeit, in der sie ausgeweitet wurde. Und das wird auch im nächsten Jahr so weitergehen. Sida, du hast es gesagt, es herrscht große Angst vor noch weiteren oder einem großen Krieg. Und viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Arbeit, um Familien, um wie sie ihr Leben noch finanzieren sollen. Auch das wird sich im nächsten Jahr verschärfen, aber das sollte uns nicht lähmen, sondern es gibt eben auch Kämpfe, die schon geführt werden hier und auch darüber hinaus in Europa. Über den zunehmenden Rechtsruck haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, da werden wir heute auch nicht zu kommen, aber bestimmt in weiteren Sendungen. Das heißt, die gilt es nächstes Jahr auszuweiten, zu bestärken, insbesondere die Friedensbewegung mit der sozialen Bewegung zu verbinden. Und damit würde ich auch gerne dieses Jahr mit euch nicht beenden, sondern damit ins nächste Jahr starten. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart und uns eure Erfahrungen und euer Wissen geteilt habt. Ich sehe keine weiteren Fragen oder Anmerkungen im Chatbereich von den Zuschauern. Auch euch herzlichen Dank, dass ihr da wart und zugehört habt. Wir sehen uns dann im neuen Jahr in einer weiteren Sendung wieder. Macht's gut. Einen schönen Abend.